Grundgedanke von AR ist, dass man die real existierende Welt mit Computergrafik erweitert oder wie es im Englischen heißt, augmented und so eine Augmented Reality erschafft. Real existierende Anwendungen sind zum Beispiel, dass euer Smartphone einen Text kennt und eine Übersetzung anschließend über die Schrift legt. Oder man eine AR-Brille trägt und der Computer markiert automatisch Schritt für Schritt, welche Schrauben man lösen muss, um eine Maschine zu reparieren. Oder man therapiert Angstpatienten, indem man sie in einer geschützten Umgebung mit ihren Ängsten konfrontiert. Ihr seht, es gibt viele fantastische Anwendungsbeispiele, welche alle schon so umgesetzt werden. Neben AR gibt es auch den separaten Bereich VR, also Virtual Reality, bei dem eine komplett computergenerierte Welt erstellt wird, in die Menschen durch das Tragen eines Headsets eintauchen können, um dort Spiele zu spielen oder ganz einfach zu sozialisieren. Das Metaverse, welches vor kurzem das Buzzword großer Tech-Unternehmen war, baut zum Beispiel darauf auf. Ebenfalls findet man oft den Begriff Augmented Virtuality vor. Das ist ein Zwischending von AR und VR, bei dem entweder echte Dinge in einer künstlichen Welt platziert werden oder umgekehrt. Wenn ihr wie ich Probleme habt, den Unterschied hiervon zu AR zu verstehen, Wikipedia grenzt den Begriff über die Hardware ab. Während AR einfache Projektionen sind wie die Live-Übersetzung von Texten, welches mittels Brillen und mit eurem Smartphone funktioniert, wird für AV ein Head-Mounted Display wie dieses benötigt. Daneben gibt es noch den Begriff Mixed Reality, was die gesamte Realität mit Ausnahme der kompletten echten und der komplett virtuellen Welt umschreibt. Um das Video aber möglichst einfach zu halten, werde ich alles, was nicht VR ist, als AR zusammenfassen. In meiner Alltagserfahrung ist dies auch kein Problem. Außerdem nimmt es die Fachliteratur, die ich zu diesem Thema gelesen habe, auch nicht so genau. Im Spielesektor geht die Technologie ins Jahr 2000 zurück, als AR Quake released wurde. Okay, released ist vielleicht auch bei AR Quake der falsche Begriff. Denn es war kein Spiel, welches man sich einfach so im Laden kaufen konnte. Es war ein Projekt einer Gruppe Akademiker der Universität von Südaustralien. Ihr Ziel war es, dass man das originale Quake mit der echten Welt verknüpft. Statt auf einen Bildschirm zu schauen, soll sich das Spiel in der Umgebung, in der sich das Spiel befindet, abspielen. Da man sich nicht einfach zwei Bildschirme auf die Stirn klatschen kann, verwendet man dazu ein Head-Mounted Display, in dem ein halbdurchsichtiger Spiegel gleichzeitig das Bild eines seitlich angeordneten Bildschirms reflektiert, als auch die Umgebung, welches hinter dem Spiegel befindet, durchlässt. Diese Technik stammt bereits aus dem Jahr 1968, als Steven Sutherland und Bob Sproul das erste Head-Mounted Display mit dem Namen Sword of Damocles erfanden, bei dem man einen Würfel im Raum beobachten konnte. Über die Jahre wurde diese Brille dann immer weiter verbessert, damit man sich nicht wie in einem Horrorfilm eine Apparatur, welche von der Decke hängt, einspannen muss, nur um sich ein Drahtmodell anzuschauen. Da ein Spiegel einzig allein dadurch funktioniert, dass Licht gemäß dem Reflexionsgesetz Einfallswinkelident zum Auswärtswinkel reflektiert wird, kann das Display außerhalb des Sichtbereichs angebracht sein. Ebenfalls kann man, weil ein schwarzer Bildschirmbereich keine Lichtstrahlen aussendet, wodurch in einem solchen Fall auch nichts reflektiert wird, die Welt in diesem Bereich immer noch unverändert sehen. Damit das Gameplay sich jedoch an die Umgebung anpasst und nicht einfach nur statisch auf dem Bildschirm abgespielt wird, ist auch Hardware notwendig, welche die Position und die Ausrichtung des Spielers ermitteln und auswerten. Die Basis für das Ganze war ihr tragbarer Rucksackcomputer TIME 4, welcher mit dem digitalen Kompass Intersense IS300 die Kopforientierung ermittelt und mit einem $4.000 teuren Trimble AG 132 GPS-Gerätes die Position auf 50 cm genau bestimmen konnte. Abgerundet wird das Ganze über eine kleine Spielzeugwaffe, mit der man zwar nicht zielt, dies wird über die Kopfausrichtung gemacht, aber mit der man die Waffe abfeuern kann. Der Grund, wieso das 1996 erschienene Quake als Basis dient, ist, weil es auf einer Vielzahl von verschiedenen Computern lief und weil id Software den Source Code zuvor veröffentlicht hat, was es den Wissenschaftlern wiederum ermöglicht hat, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Denn das Spielfeld musste individuell für jeden Einsatzort erstellt werden, sodass Gegner, wenn alles funktioniert, auch von Gebäuden verdeckt werden und nicht einfach so in Wänden stehen. Dafür wurde jedes Gebäude des Campus in 3D-Rudimentär nachgebaut und mit einer schwarzen Textur mit einem roten Netzmuster versehen. Das Netzmuster diente dazu, dass das Team ihre nachgebaute Welt leicht mit der echten Welt überlappen kann und die schwarze Farbe verhinderte, wie schon gesagt, dass man ihre Nachbau schlussendlich sieht. Ebenfalls musste man die Texturen der Gegner anpassen. Allgemein sind dunkle Farben schlechter erkennbar als helle, weil diese weniger Licht ausstrahlen. Wieso AR Quake den Durchbruch nicht geschafft hat, könnt ihr euch vielleicht denken. Das Spiel war zum einen sehr frickelig, immerhin handelte es sich um einen Prototypen und benötigte viel Arbeit, bevor man es spielen konnte. Hardware war wie gesagt auch teuer und im Grunde war es immer nur ein Forschungsprojekt. Aber wie es immer ist, wird die Hardware mit der Zeit tendenziell billiger und die Technik ausgereifter. Mein Gott, vermutlich sind die benötigten Sachen heutzutage in dem Gerät verbaut, mit dem ihr dieses Video hier anschaut. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Bis es soweit ist, muss man Zugeständnisse machen. AR Quake war ambitioniert. Ein waschechter Shooter in der echten Welt. Ja, theoretisch wäre sogar Multiplayer-Support möglich gewesen. Aber es war viel zu teuer. Mobiles Echtzeit-Positionserkennung in den frühen 2000ern? Weg damit! Was bleibt da noch übrig? Ein Bildschirm, ein Computer, etwas, das die echte Welt aufnimmt und ein Angabegerät. Das ist auch Sony aufgefallen. Wenn man AR so betrachtet, hat jemand, der PlayStation spielt, alles bis vor eine Kamera bereits im Haus. Also haben sie im Jahr 2003 ihre iToy-Kamera veröffentlicht. Damit man auch sieht, was die Kamera so kann, wurde die Minispielsammlung iToy Play dazugelegt und was die Kamera kann ist, gar nichts.
Es ist einfach eine stinknormale USB-Kamera. Eine Auflösung von 320x240 mit eingebautem Mikrofon, rotes Licht, welches signalisiert, man solle das Licht einschalten, und ein blaues Licht, um zu zeigen, wenn das Ding an ist. Was mit dem Bild gemacht wird, war Aufgabe der Entwickler, es herauszufinden. AR ist grob zusammengefasst auch nur ein weiteres Computerprogramm mit Echtweltelementen. Die Anfänge von ITER kann man bis ins Jahr 1999 zurückführen. Als sich Dr. Richard Marks und Phil Harrison, welche beide damals für Sony arbeiteten, sich auf der Games Developers Conference trafen und festgestellt haben, dass ihre neue PlayStation 2 stark genug für Echtzeit-Videoverarbeitung war. Im Anschluss daran wurde von Sony ein Prototyp und viele Tech-Demos entwickelt, um andere Entwickler für ihre neue Hardware zu begeistern und um zu zeigen, was alles damit möglich ist. Gestenerkennung, Gesichtserkennung, Farb-, Objekt- und Körpertracking und so weiter. Für all dies wurden kleine Demospiele entwickelt, welche ein Gefühl und eine Kernidee schnell übermitteln sollen. Diese Prototypen waren unter anderem die sogenannte Spinnendemo, bei dem Sternchen auf dem Gesicht erschienen, welche man im Anschluss wegwischen konnte. Oder ein Spiel, in dem man mit einer Wasseroberfläche interagieren kann. Aus diesen Demos entstanden im Anschluss erste Demonstrationen, wie zum Beispiel ein Zauberspiel mit beigelegtem Zauberstab, aber ein zuverlässiges Objekttracking erwies sich als schwierig umzusetzen und erforderte eine lange Kalibration und gute Beleuchtung. Außerdem gab es einen Disconnect, weil man nur einen Zauberstab auf dem Bildschirm sah. Darüber hinaus hielt EA damals die Rechte an der Harry Potter Lizenz, was eine garantiert profitable Vermarktung eines Hogwarts-Spiels erschwerte. Alles Gründe, wieso sich Sony im Anschluss von solchen Ideen wegentwickelte. Anstatt frickeliger Farberkennung wollte man auf das robustere Bewegungstracking setzen, welches deutlich zuverlässige Ergebnisse liefert. Außerdem war es für Spieletester viel einfacher, das Konzept zu begreifen. Wie schon in meinem vorherigen Portal-Video erwähnt, handelt es sich bei ITER um eine komplett neue Idee, welche vom Spieler erst erlernt werden muss. Spieletests zeigten unabhängig von Alter und Geschlecht, dass eine Darstellung von einem selber mit sofortiger Rückmeldung, was einzelne Aktionen machen, bewirken, dass Menschen das Interface und Kontrollschema schnell begreifen. Am besten sah man es am ITER-Kopfballspiel. Die PlayStation hat keine Ahnung, was ein Kopf ist. Einzig wenn man sich bewegt, wurde es registriert. Ebenfalls wurde, nachdem die Entwickler kurz über ein virtuelles Haustierspiel nachgedacht haben, entschieden, dass anstelle eines großen Spiels eine Minispielsammlung für diese Technologie geeigneter wäre. Etwas, das sich später so ziemlich alle gedacht haben. Das Problem an dieser Implementation von AR war, Entschuldigung Wischiwaschi-Freunde, dass es schlecht war. Es war ein ständiger Balanceakt, das Tracking so genau wie möglich zu machen und gleichzeitig so robust zu halten, dass das Tracking trotz womöglich sich ändernder Beleuchtung, wie durch ein Fenster, welches man öffnet, immer noch funktioniert. Zwar waren einige im Team besorgt, eine Ausrichtung auf Minispiele würde eine Core-Gamer-Basis abschrecken, was auch stimmt. Gleichzeitig würden sie aber eine Zielgruppe ansprechen können, die in Vor-Wii-Zeiten gerne überschaut wurde. Die Casual Gamer. Rückblickend scheint es aber so gewesen zu sein, dass die Entwickler nicht genau wussten, wie sie von Minispielsammlungen abweichen sollen. Denn gefühlt sind alle ITER-Spiele eine Minispielsammlung. Das ist aber schlussendlich auch egal. ITER hat vielen Geschäftsleuten gezeigt, dass solch eine Idee finanziell erfolgreich sein kann und hat viele Wege für weiterführende Technologien geöffnet. So sind später neben bewegungsbasierten Tracking-Spiele Spiele mit Farbtracking veröffentlicht worden. Wie beispielsweise Pom Pom Party, bei dem ein grüner und ein pinker Pompom für das Tracking verantwortlich waren. Ein Vorläufer von PlayStation Move, Sonys Antwort zur Nintendo Wii, welches unter anderem auf der PSVR Einsatz fand. Und darüber hinaus. Was war Microsofts Kinect anderes als ein stark verbessertes Side-Toy? Aber auf diesem Stand ist er erst einmal geblieben. Und zumindest im Gaming-Bereich, in dem wir uns in diesem Video bewegen. Im wissenschaftlichen Bereich wurde natürlich weiter geforscht. So wurden neue Eingabemethoden wie Stifte untersucht und es wurde geschaut, wie mehrere Leute an einem Projekt arbeiten können. Auch die Hardware wurde erweitert. Zwar waren Head-Mounted Displays immer noch gängig, aber mobile Geräte wurden auch immer leistungsfähiger. Und anders als globige Brillen hat man Handys und PDs immer dabei und bieten inzwischen auch alles, was man für AR benötigt. Farbbildschirm, integrierte Kameras, schnelle Prozessoren und 3D-Grafikchips. Außerdem waren Wissenschaftler überzeugt, dass durch die immer größere Adaption von Handys im Alltag und immer leistungsstärkere Prozessoren diese auch die dominante AR-Plattform werden können. Erschreckend wie richtig sie lagen, sahen die Telefone so aus und das erste iPhone würde auch erst 2 Jahre später released werden. Ebenfalls wurde in diversen Projekten gezeigt, wie AR die Zusammenarbeit und die Remote-Arbeit fördern könnte, wie das eine Person so dargestellt werden kann, als ob diese wirklich im Raum anwesend ist. Außerdem wurde das AR-Toolkit, mit dem man relativ leicht AR-Anwendungen erstellen kann, auf die Betriebssysteme Pocket PC und Symbian geportet. So wurde AR-Gaming im Jahr 2005 wieder mobil. Das Resultat davon war das Spiel AR Tennis, um Untersuchungen anstellen zu können, inwieweit AR das Teamwork fördert. Durch Codeanpassungen wie das Befehle, welche Gleichkommaberechnungen machten, auf Festkommaberechnungen umprogrammiert wurden, ging zur Genauigkeit verloren, was aber als akzeptabel abgetan wurde, da der Code dadurch um das 20-fache beschleunigt werden konnte. Als Grafik-API wurde OpenGL ES verwendet, welches zuvor von unnötigem Ballast wie 3D-Texturen befreit wurde, um Speicher und Prozessor zu schonen. Als Hardware-Plattform für das Spiel wurde das Nokia 6630 ausgewählt. Unter anderem, weil dieses Handy bereits mit einer Software-Implementation von OpenGL ES ausgeliefert wird.
Ebenfalls wurde der Vibrationsmodus über das Symbian API für haptisches Feedback und Regelverstöße und der eingebaute Media-Server für diverse Soundeffekte genutzt. Um die Ausrichtung des Spielfelds aufwandlos tracken zu können, griff das Entwicklungsteam auf sogenanntes markerbasiertes Tracking zurück. Dabei waren in diesem Fall 3 hintereinander liegende Markierungen auf einem Papier angebracht, über das im Anschluss das Spielfeld drüber projiziert wurde. Ansonsten funktioniert das Spiel auf technischer Seite, indem eine einfache Physik-Engine verwendet wird, um die Bewegung des Balles auf dem Spielfeld zu berechnen. Der virtuelle Schläger wurde dabei als ein Kreis mit 4 cm Radius definiert, welcher sich mittig im Kamerafeed befindet. Und wenn dieser Schläger mit dem Ball kollidiert, werden die entsprechenden Berechnungen durchgeführt und per Bluetooth an den Mitspieler gesendet, wo sich das ganze Spiel wiederholt. Das Ganze wurde in butterweichen 7 FPS abgespielt. Auf dem Nokia 6600 konnte das Spiel ebenfalls gespielt werden. Allerdings aufgrund des schwächeren ARM-Prozessors nur mit so etwa 3 bis 4 FPS. Wobei das Forschungsteam davon ausging, dass auf weitere Optimierungen die Frameanzahl noch auf bis zu theoretisch 15 FPS gesteigert werden kann. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ergebnis der Studie war, infolgedessen AR-Tennis entstanden ist, bzw. wo man es dann spielen konnte. Das Spiel wurde unter anderem in einem Museum ausgestellt, wo über 3000 Leute es über einen Zeitraum von 4 Monaten gespielt haben, und diese Menschen gaben anschließend in Interviews an, dass durch die AR-Umgebung zusammen mit dem Audio und dem haptischen Feedback es viel einfacher war zusammenzuarbeiten als bei Referenzrunden, wo die andere Person nicht anwesend war, bzw. wo der Kamerafeed ausgeschaltet war. Allgemein gaben Spieletester an, dass mehr Feedback auch hilfreicher war. So kam es in Versuchen, bei denen der Ton ausgeschaltet war, vor, dass Spieler bei einem erfolgreichen Schlag einfach selber den Gegenspieler wissen ließen, dass man getroffen hat. Ich auch. Aber jetzt genug von irgendwelchen akademischen Projekten oder Minispielsammlungen. 2006 veröffentlichte Sony die PlayStation 3 und im darauffolgenden Jahr die PlayStation Eye-Kamera. Der Nachfolger von iToy, und war wie diese eine Webcam mit integriertem Mikrofon und einer Auflösung von 640 x 480 bei 60 Hz oder 320 x 240, wenn man 120 Hz wollte. Weil eine Konsolenhardware ohne Spiele wenig Sinn macht, wurde zeitgleich mit Release das Spiel Eye of Judgment veröffentlicht. Ein Kartenspiel, dessen Ziel es war, auf 5 von 9 Feldern Monster zu haben. Dabei gibt es 2 Arten von Karten: Monsterkarten und Zauberkarten. Wobei jede Kreatur unterschiedliche Angriffs- und Verteidigungswerte hat, welche auch abhängig davon sind, ob sie frontal, von der Seite oder von hinten angreifen. Und wenn die Monster auf einem Feld sind, welches ihrem Element entspricht, bekommen diese einen Bonus und beim gegenüberliegenden Element einen Malus. Ein Mana-System regelt dabei, wie viele Aktionen man jede Runde machen kann. Der Clou dabei? Es handelt sich nicht nur um irgendein Kartenspiel wie Hearthstone. No, Sir! Man bekommt echte physische Spielkarten, ein Spielfeld und eine Halterung für die Kamera, damit alles gut eingerichtet werden kann. Alles von Wizard of the Coast, welche unter anderem für das berühmte Magic the Gathering verantwortlich sind. Die Karten selbst besaßen alle diese Marker, welche sowohl für die Ausrichtung zuständig waren, als auch dem Programm Aufschluss gaben, um welche Karte es sich denn genau handelt. Wenn man die Karten gespielt hat, tauchte diese anschließend auf dem Fernseher auf und Animationen spielten sich ab. Ganz ehrlich, wäre das Spiel nicht an mir vorbeigegangen und hätte ich zur damaligen Zeit Geld gehabt, ich hätte es mir gekauft. Kurz vorher war Yu-Gi-Oh! Das heiße Ding im Fernsehen und das hier war auch nur der nächste logische Schritt. Außerdem ist die Tatsache, dass die Monster laut diesem Video auf Neckereien von Seiten Spielern reagieren, einfach nur fantastisch. Ich denke, wäre das ja auch ein offizielles Yu-Gi-Oh! Spiel gewesen, wäre es noch größer gewesen. So wie es war, erreichte das Spiel nur eine überschaubare Spielerschaft. Dinge, wie dass es eben nicht Yu-Gi-Oh! Oder ein anderes etabliertes Kartenspiel war und Zusatzkarten in Boosterpacks verkauft wurden, von denen man vorher nicht wusste, was sie enthielten, haben das Potenzial vermutlich zurückgehalten, weshalb Sony die Spielserver bereits im Jahr 2010 wieder abgeschaltet hat. Um den Wired-Spieletester Lars Jörtbeck zu zitieren: Eye of Judgment war zu viel Geld und zu viel Mühe. Und damit haben wir auch eines der Probleme, die AR im Gaming immer wieder plagt. Die Einstiegshürde ist hoch, auch wenn man den Verkauf von Boosterpacks und spezielle Hardware mal außen vor lässt. Die Umgebung muss passen, man muss sich in einem definierten Bereich bewegen, man muss Platz haben für das Ganze. Oftmals wissen die Entwickler auch nicht genau, was sie mit AR in Spielen überhaupt machen sollen. Und zumindest hat es so einen Anschein. Persönlich ist der einzige Grund, wieso ich das PlayStation Eye besitze, auch eine Move gewesen. Was auch nur eine Kopie von Nunchucks der Wii war und von den Entwicklern noch relativ selten genutzt wurde. Abseits davon kann man coole PlayStation AR-Spiele mit der Lupe suchen. Bioshock Infinite und Resistance 3 wurden aber durch den Move-Controller für mich aber deutlich aufgewertet. Prinzipiell kann man aber durch Eye of Judgment sagen, dass die Technik für den Heimbereich inzwischen ausgereift war. Alles, was man benötigt, ist, dass sich die Hardware normalisiert und eine gute Spielidee, welche ohne AR nicht umgesetzt werden kann. Enter Nintendo. Nie zu schade, auch mal unkonventionelle Systeme auf den Markt zu bringen und den damals durch den Film Avatar hervorgerufenen Trend zu 3D verschlafen zu wollen, veröffentlichten sie im Jahr 2011 den 3DS. Eine Konsole, in der sie alles Mögliche reingemacht haben.
Den für die DS3 typischen Dualscreen, Gyroskopsensoren, Kameras. Es war eine Konsole, ein Schrittzähler, ein MP3-Player und man hatte von Anfang an, was man für Augmented Reality auch benötigt. Und um die AR-Fähigkeit aufzuzeigen, kam jeder 3DS mit 6 Spielkarten daher und einem vorinstallierten Spiel namens AR Games. 5 der Spielkarten zeigten bekannte Nintendo-Figuren wie Samus, Link und Luigi's Bruder, welche die dazugehörigen Charaktere erschienen ließen, von denen man im Anschluss Fotos schießen konnte. Der klare Fokus war jedoch die Fragezeichenkarte, welche, wenn man sie kennt, eine Minispielsammlung beherbergt. Die Karte selbst dient anschließend wie schon bei AR-Tennis als Marker, damit komplexe Kalibration und Suchen von Bezugspunkten entfallen. Anders als bei Alter waren hier die Spiele aber etwas ausgefeilter, wie ein Bogen-Minispiel und dass man die Umgebung anheben und absenken kann und so eine Kugel in ein Loch befördern kann. Und was ist eine Minispielsammlung ohne Fischen? Nur ein halbes Spiel. Denn wenn man das Fischerei-Minispiel lange genug spielt, erscheint ein Drache, den man mit Bomben besiegen und anschließend seine Leiche herausangeln muss, was eine weitere Seite voll mit Minispielen freischaltet. Als eine Tech-Demo, zu was der 3DS fähig ist, ist es ein gutes Spiel. Auch wenn es vermutlich nicht viel an der Stange hielt. Die zweite Seite habe ich persönlich auch nie zu Gesicht gekriegt, weil ich das Fischerei-Minispiel vorher beendet habe und ich davon erst bei der Recherche zu diesem Video darüber gestolpert bin. Für sich genommen war AR Games kein besonders nennenswertes Spiel, aber über die Zeit nutzte Nintendo diese und noch weitere Karten, ähnlich wie später die Amiibo-Figuren für kleinere Zusatzinhalte für diverse Spiele, aber zeigt Nintendo mit der Entscheidung, solch eine Demo auf jedem Handheld mitzuliefern, dass die Technik für mobile Hardware ausgereift war. Denn zu dieser Zeit kamen diverse AR-Spiele auf Smartphones heraus. Während auf großen Konsolen der Durchbruch nicht gelang, waren Mobilgeräte inzwischen so leistungsstark geworden, dass man mehr liefern konnte als... Ja. Die schiere Anzahl an Apps, die in den einzelnen Stores verfügbar sind, sowie diverse Modi in 3DS-Games machen eine vollzählige Auflistung unmöglich, weswegen ich es auch gar nicht versuche. Ebenfalls wurde inzwischen in Smartphones GPS-Systemen Gyroskope verbaut, sodass man in Spielen auch Zugriff auf Positionserkennung hat und keinen Rucksackcomputer mehr mitschleppen muss. Ein früher Vertreter, der inzwischen verloren gegangen ist das 2010 erschienene Free-to-Play Hudson Soft Role-Playing Game AR Monster für das iPhone 3GS, bei dem Spieler mit ihrer Kamera Monster in der realen Welt finden und bekämpfen konnten. Je nachdem, wo man sich gerade aufhält, tauchten auch unterschiedliche Monster auf. Ein Konzept, welches auch von Niantic mit Ingress aufgegriffen und erweitert wurde. So überlagert Ingress die Standortdaten mit Daten von OpenStreetMap. Die Story: Auf der Erde beginnt sich die neue Energie exotische Materie über Portale auszubreiten. Daher haben sich 2 Gruppen gebildet. Die Erleuchteten, welche die Energie trotz der Gefahr nutzen möchten, und der Widerstand, die verhindern möchten, dass noch mehr Energie auf die Erde strömt. Zu Spielbeginn schließt man sich einer der beiden Fraktionen an und spielt im Anschluss gegen alle anderen Menschen, die sich der anderen Fraktion angeschlossen haben, um die Einnahme von Portalen, die überall auf der Karte an Sehenswürdigkeiten verteilt sind und zu denen man in der wirklichen Welt hinlaufen muss. Bei der Einnahme und Hacken von Portalen wird man anschließend mit diversen Items belohnt, welche man wiederum braucht für den weiteren Spielfortschritt. Den großen Durchbruch im Massenmarkt schaffte AR Gaming kurz darauf. Ingress war vielleicht nicht das bekannteste Spiel in der Gaming-Landschaft. Das sollte sich aber mit Niantics zweitem Spiel ändern. Denn infolge von Wii U-Verkäufen, die unter den Erwartungen waren, entschloss sich Nintendo ihren ablehnenden Stand zu Smartphone-Spielen zu verlassen und doch eigene Spiele mit etablierten Marken für iOS und Android zu veröffentlichen. Eine Marke, die man rüberbringen wollte, war Pokémon. Ein Spiel, bei dem es seit dem ersten Teil darum geht, Monster in der Welt zu fangen und mit ihnen in Arenen Kämpfe auszuführen. Im Grunde also eine leicht angepasste Version von Niantics Ingress, weshalb man sich mit ihnen zusammengetan hat, um Pokémon Go zu veröffentlichen. Und es war ein überwältigender Erfolg. Falls man nicht dabei war, für einen kurzen Zeitraum war Pokémon Go so groß wie nichts anderes. Nicht nur haben Gaming-Magazine ununterbrochen davon berichtet, allgemein war Pokémon Go dauerpräsent in den Medien und Orte, bei denen Arenen und Pokéshops waren immer gut besucht. Wie bei Ingress muss man sich zu Beginn für eines von 3 Teams entscheiden, welche um die Vorherrschaft in den ebenfalls auf der Karte befindlichen Arenen kämpfen. Ebenfalls erscheinen auf der Karte teilweise zufällig die namensgebenden Monster, zu denen man aktiv hinlaufen muss. Teilweise deshalb, weil Umgebung, Wetter und sogar die Tageszeit einen Einfluss haben, welches Monster erscheint. So treten Wasser-Pokémon im Spiel in der Nähe von Gewässern auf, Geist-Pokémon in der Nacht und Eis-Pokémon, wenn es schneit. Wenn man ein Pokémon fangen will, wechselt die Kartenansicht in die Fangansicht und die Pokémon werden in die reale Welt hinein projiziert. Über ein kleines Geschicklichkeitsspiel kann man diese anschließend fangen. Weiters bauen diverse Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und auffällige Objekte, wo man diverse Items wie Pokébälle bekommt, die virtuelle Spielwelt aus. Mit den gefangenen Pokémon können im Anschluss die besagten Arenen für die eigene Fraktion eingenommen werden. Daneben gibt es noch Pokémon, die aus Eiern schlüpfen, die man ausbrütet, indem man eine gewisse Schrittanzahl macht. Und das alles wurde mit der Zeit immer weiter ausgebaut. Waren zu Beginn nur die originalen 150 Pokémon vorhanden, sind sie inzwischen über 900 über alle Generationen verteilt. Leider konnte Pokémon Go diesen Hype nicht dauerhaft halten.
Obwohl es vermessen wäre zu sagen, es wäre eine Enttäuschung gewesen, aber hatte das Spiel zu Beginn im Juli 2016 noch 16 Millionen Dollar Umsatz täglich gemacht, waren es 2 Monate später, Mitte September, nur noch 2 Millionen Dollar. Und obwohl immer noch aktiv daran entwickelt wird, kann ich mir schlecht vorstellen, dass Mainstream-Medien noch einmal so über Pokémon Go berichten, wie damals bei Release. Gründe für diesen Hype-Zerfall kann man nicht eindeutig sagen. Fehlender Content wird gerne genannt. Bei mir persönlich war es aber, dass der Spaß, Pokémon in der Natur zu fangen, irgendwann verschwand. Irgendwann hatte man seine Umgebung genug erkundet gehabt und gefühlt immer die gleichen Pokémon gefangen. Irgendwann war das Rausgehen mehr eine Pflicht, als dass man sich gefragt hat, was dieses Mal für ein Pokémon auftaucht. Alternative Pokémon Go-Klone wie Wizard Unite oder Minecraft Earth, die ähnliche geobasierte AR-Spiele waren, konnten ebenfalls keinen zweiten Hype hervorrufen und sind teilweise schon wieder trotz starker Marke schon wieder eingestellt worden. Zeit also die Ursprungsfrage zu beantworten. Steht der Durchbruch von AR-Spielen unmittelbar bevor? Ja und nein. Ja, weil die benötigte Technik teilweise schon in Form von Smartphones in all unseren Taschen ist und weil schon so viele Versuche gemacht wurden, um zumindest grob sagen zu können, was funktioniert und was nicht. Auch abseits davon gibt es immer noch viele neue Hardware-Releases, die sich um AR drehen. So schaffen diverse namhafte Firmen mit Ankündigungen einer eigenständigen AR-Brille in den Medien aufzutauchen. Sei es ein Google Glass oder Microsoft HoloLens, welche es dann doch nie bis zur Veröffentlichung geschafft haben, aber bestimmt Grundlage für interessante Ideen waren, oder das kürzlich veröffentlichte Apple Vision Pro, sollte es irgendwann erschwinglich sein und mainstreamig werden. Das ist aber viel Wenn und Aber, was letztendlich völlig irrelevant ist. Denn ich denke, AR Gaming hat inzwischen seine Nische gefunden, in der es auf absehbare Zeit bleiben wird. Kleine Minispiele. Spiele, die man kurz spielt, wenn man auf einen Zug wartet oder wenn man gerade auf Social Media unterwegs ist und einem etwas Interessantes ins Auge fällt. Das mag so aus Sicht eines Hardcore-Gamers unbefriedigend sein, aber auch Casual-Gamer sind Gamer. Auch sind diverse Social-Media-Plattformen wie TikTok und Snapchat voll mit Videos wie diesem und so erlebt AR einen dritten Frühling. Sind Kurzvideos und solch kurze Spiele doch die perfekte Kombination und die Integration mit der realen Welt ermöglicht allerlei lustige Momente. Für sich alleine lebt AR vom Gimmick, dass man die reale Welt und die virtuelle Welt gleichzeitig sieht. Irgendwann ist dieses Gimmick aber ausgelutscht. Ebenfalls verzichtet man beim Erstellen von AR-Spielen auf viel kreative Freiheit, da man ist auf die reale Welt beschränkt, welche darüber hinaus für jeden Spieler unterschiedlich ist. Man kann keine Welt bauen, in der man eine Rakete abfallen muss, um die Erde vor einer Alien-Invasion zu schützen, oder wo man eine mysteriöse Unterwasserwelt erforscht. Vielleicht wird es tapfere Entwickler geben, die versuchen, Dinge wie einen Weltraumhangar im eigenen Wohnzimmer in AR nachzubauen. Aber logisch betrachtet bräuchte es bei den meisten Leuten viele Dinge, die man auf dem Bildschirm platzieren müsste, und bis es dann wirklich glaubhaft wird, sodass es einfach ist, gleich eine virtuelle Realität zu machen und die Wirklichkeit außen vor lässt. Natürlich braucht es dazu eine Art Headset, aber selbst wenn nicht, hey, es gibt immer noch normale Bildschirme. Und sollten Lösungen wie Apple Vision Pro wirklich allgegenwärtig werden, kann man immer noch den Kinomodus zur Darstellung normaler Spiele nutzen und so noch komplette Freiheit für die eigene erschaffene Welt behalten. Meine Landratten.